Baumkuchenspitzen. Hallo miteinander, da sind wir wieder. Heute treffen wir uns zum Brätlebacken, zum Baumkuchenspitzenbacken. Der Backofen den wir gleich mal vorheizen auf 240 Grad grillen. Bevor wir loslegen, was hast du denn heute rausgesucht? Heute nehmen wir ein Riebele. Ein Riebele? Okay, am Ende lösen wir auf und jetzt lade ich euch ein, kommt mit und wir machen unseren Teig. Als erstes machen wir unseren Schnee, den stellen wir nachher auf die Seite, weil da brauchen wir eine ganz saubere Schüssel, eine fettfreie. Dann machen wir die restlichen Sachen rührteigmäßig. Also, wir schlagen dann ein Eiweiß auf mit der Prise Salz, dass es schön rein steht. Und nachher tun wir die Hälfte vom Zucker dazu. Der Eischnee zeigt Konturen und jetzt lassen wir langsam die Hälfte vom Zucker einrieseln. So, richtig schöne Baiser-Masse haben wir heute. Durch den Zucker. Richtig schön steif. Ne? So, das füllen wir jetzt um in eine andere Schüssel, bis wir es nachher brauchen. Weil die Schüssel, die brauchen wir jetzt für den Rührteig. Wow! Schön, gell? Ja. Als nächstes dann wir Marzipan reiben und dann den Rum untermischen, dass es eine schöne, glatte Masse gibt. Mit Rum verrühren oder Amaretto kann man auch nehmen. Gleich alles rein. Wie ihr wisst, die Zutaten, die schreibe ich euch alle in die Beschreibung unten rein. Marzipan mit dem Rum kommt jetzt in unsere Schüssel und das dann wir mit den Eiern jetzt schön aufschlagen und dann können wir nachher den Zucker gleich dazu tun. Geben wir noch unser Butter oder Margarine, aber zum Brätlebacken nehmt man Butter, schmeckt besser. Verrühren wir zu einer richtig schönen Masse. Einmal Rand sauber machen. Dann geben wir noch Mehl dazu. Und Stärke. Einmal aufschlagen, dann haben wir das schon fertig. Der Masse geben wir jetzt unseren Eischnee mit dem Zucker unter, dass er sich schön langsam verbinden kann. Wer will, kann es auch mit Hand unterheben. Meine Schlägel sind halt ganz schön dreckig geworden, gell? Ja. So, jetzt müssen wir einmal von Hand schön verbinden. Dann ist auch schon unser Backofen soweit und wir können die erste Schicht einstellen. Heute müssen wir ziemlich viel hin und her laufen. Heute kann ich euch gar nicht so viel am Backofen zeigen. Aber der Hanna zeigt es euch, wie man es macht. Wir starten mit der ersten Schicht. Backofen ist fertig.
Baumkuchen besteht aus mindestens 10 Backschichten. Da müsst ihr dann aber dabei bleiben, da darf ihr da wirklich nicht wegspringen. Die erste Schicht geht vielleicht ein bisschen länger, ich sag mal 3 bis 4 Minuten, je nachdem wie euer Backofen backen tut. Aber dann, wenn es ja immer auf die warme Schicht drauf kommt, dann geht's ratzfatz. Wir starten, indem wir immer so 2 bis 3 Esslöffel in unseren Backrahmen oder in einer Backform, ihr könnt aber auch eine Springform nehmen, reinfüllen und schön verstreichen. Ich habe meinen Backrahmen auf 25 x 30 eingestellt, so in dem Dreh. Wie gesagt, wenn ihr also eine Backform habt, könnt ihr das auch ganz gut da einstreichen. Schön hauchdünn einstreichen. Oh ja, heute ein paar Bullen vom Marzipan noch sehe ich gerade. Aber der vergeht jetzt auch. So. Und jetzt tun wir es in den Backofen rein und holen es aber nachher ja mit den Topflappen raus. Die erste Schicht kommt. Das ist schnell gegangen. Ja, es war jetzt 2 Minuten. Mein Backofen ist ziemlich schnell. Wir verstreichen nochmal 3 Esslöffel. Vorsicht, heiß. Wie ihr seht, das geht jetzt schon viel besser, das Verstreichen, weil die Untermasse ist ja heiß. Und so machen wir das alles ums andere jetzt. Bis der Teig weg ist. Bis der Teig weg ist, jawohl. Mein Rahmen hat sich verschlossen, gell? Erst ein bisschen ausgelaufen. Und jetzt geht es wieder rein. Meine Schichten sind so 2,5 Minuten drin. Die letzte Schicht. In der Zwischenzeit bin ich auf den Löffel umgestiegen. Ich kann es einfach bloß mit dem Löffel. Ich bin und bleib ein Löffelkind. Alles schön raus. Ich habe den Überblick über meine Schichten verloren. Ich weiß gar nicht mehr. Nein. Das kommt nachher auf, wenn man ausschneidet. Da wollen wir schon sehen, wie viele Schichten wir haben. Das kann man jetzt noch hauchdünn auftragen. Letzte Schicht. Fisch. Mit dem Löffel geht das viel besser. Ja. Ich habe mit der Palette immer aufpassen müssen, dass ich mich nicht verbrenne. So, das letzte Mal rein mit dem. Fertig sind wir. Heiß ist da hinten. Backofen auf, Backofen zu. Wahnsinn. Unseren Baumkuchen lassen wir jetzt gut auskühlen. Und in der Zwischenzeit, solange der Baumkuchen auskühlt, werden wir Kuvertüre mit dem Öl erwärmen, in der Hitze. Entweder im Wasserbad oder in der Maschine, wo wir konstant unsere Temperatur erhalten können. Im Mikro werde ich das jetzt nicht machen, weil da verbrennt es vielleicht. Aber wenn ihr Erfahrung habt im Mikro, dann könnt ihr das gerne machen. Baumkuchen ist ausgekühlt. Befreien wir aus der Form. Ja, und macht jetzt Ecker. Ich muss das runter da, kann ich besser drucken. Oh, es gibt schiefe Spitzen nachher. Und jetzt gucken wir doch gerade mal rein. Ja, wie viele Schichten wir haben. Ha? Oh, das kann man gar nicht so genau zählen. Viel. Fisch. Schöne, dünne Hammer. Ja. Gell? Ja. Lecker. Und dir
tunken wir jetzt den Schokoladei. Aber ich mag es nicht rundherum im Schokolade. Ich tue immer bloß ein Spitzchen rein. Mein Schokolade habe ich bereits fettig geschmolzen. Nicht höher wie 50, 55 Grad schmilzen, weil sonst verbrennt er euch. Durch das neutrale Öl, wo wir rein da haben, kriegt unsere Kuvertüre, guck mal, eine richtig schöne glänzende Farbe. Ja. Jetzt nehmen wir eure Spitze und tunken sie ein. Ich mache es bloß zur Hälfte, aber wie gesagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr daheim anlegen zum Trocknen. Wenn ihr wollt, dann ihr das ganz überziehen. Geht auch gut mit weißer Schokolade. Die letzte. Wir haben es geschafft. Elle Baumkuchenspitze haben den Schokolade gekriegt. Ja, wie heißt es zählt? Das waren 10 Schichten. Aber Ja. guck auch. Wir sind am Ende. Wir haben es geschafft. Unsere Baumkuchenspitzen sind super geworden. Die lassen wir jetzt trocknen und dann können wir sie genießen. Ihr könnt es auch zum Brätelbacken nehmen. Man kann da jetzt auch schon anfangen, vorweihnachtlich. Und dann an Weihnachten oder zum Advent euch schmecken lassen. Du, was hast du denn für einen schwäbischen Begriff nochmal rausgesucht? Heute haben wir gesagt Rieberle. Rieberle. Das Rieberle ist bei uns daheim in der Region der Brotausschnitt. Manche sagen da auch Kneizle dazu. Je nach Region ist das ganz unterschiedlich. Mich würde es interessieren, wie man bei euch da dazu seid. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare rein. Und wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao. Tschüss.